Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen beim QAMAT-Programm. Wir freuen uns sehr, dass Sie nun in QAMAT starten. Und natürlich können wir leider nicht überall vor Ort sein und dennoch wollen wir uns mit diesem kurzen Film zu Wort melden. Wir wollen einen Einblick geben, worum es in QAMAT geht und warum wir uns eigentlich dafür engagieren. Wir wollen erklären, was wir unter Qualität im Mathematikunterricht und in Fortbildung von Mathematiklehrkräften verstehen. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, dass die Fortbildungen ihre Arbeitszeit wirklich wert sind. Und dazu helfen uns Ihre Einschätzungen und Berichte aus dem Unterricht sehr. Wir starten jetzt mit einer Kurzzusammenfassung in 2 Minuten. Wenn Sie es dann genauer wissen möchten, bleiben Sie dran. Nach dem Schnelldurchlauf erläutern wir dann ausführlicher. Worum geht es in QAMAT? QAMAT steht für Unterrichts- und Fortbildungsqualität in Mathematik entwickeln. Qualität lässt sich an 5 zentralen Prinzipien festmachen. Kognitive Aktivierung, Verstehensorientierung, Durchgängigkeit, Lernendenorientierung und Adaptivität und Kommunikationsförderung. An diesen 5 Dingen wollen wir alle gemeinsam arbeiten. Wir, das sind in QAMAT im Endausbau Lehrkräfte von 10.000 Schulen. Die ersten 1.000 Schulen starten ab Herbst 2024 und wir sind schon ganz aufgeregt. 400 Multiplizierende aus den Ländern und ein großes Team an DidaktikerInnen und erfahrenen Fortbildenden am DZLM, die die Angebote entwickeln und beforschen. Dieses riesige Netzwerk ist an sich schon echt faszinierend. Unterrichtsentwicklung im Fach Mathematik, die passiert durch Kooperation von aktiven Lehrkräften in Schulteams. Deswegen unterstützen wir Sie durch Materialien, damit Sie den fachbezogenen Austausch an Ihrer Schule stärken können. Dann können Sie eigene Ansätze reflektieren, weiterentwickeln und auch neue Ansätze erproben. Die Lehrkräfte tauschen sich über die verschiedenen QAMAT-Schulen hinweg in Schulnetzwerken aus. Die Netzwerke wiederum werden von Multiplizierenden in den jeweiligen Bundesländern begleitet. Und dazu werden die Multiplizierenden durch uns qualifiziert. Und wenn wir das alles schaffen, dann wird sich das hoffentlich bei den Kindern und Jugendlichen bezahlt machen, indem sie tiefergehend und nachhaltiger Mathematik lernen. So, und nun schauen wir noch mal genauer. Was kommt da eigentlich auf Sie zu? Jede Schule schickt 2 bis 3 Personen in die Netzwerke, je nachdem, wie groß das Kollegium ist. In jedem Halbjahr treffen sich die Netzwerke 3-mal, in der Regel 3 Stunden lang. Ein Netzwerktreffen bereitet eine kleine Praxiserprobung vor, von 1, 2 Aufgaben bis hin zu einer Doppelstunde. Das machen wir, damit Sie bestimmte Ansätze wirklich kennenlernen und ausprobieren können. Sie führen die dann am liebsten in Ihren Schulteams durch, notfalls alleine. Vielleicht beziehen Sie in diese Erprobungen sogar schon Kolleginnen und Kollegen ein, die gar nicht in der Netzwerksitzung waren. Und mit denen reflektieren Sie dann, was da so passiert ist, sodass Sie das, was Sie erlebt haben, auch übertragen können auf andere Themen. Woran arbeiten wir inhaltlich? Insgesamt bietet QAMAT sehr viele unterschiedliche Module. Im 1. und 2. Jahr werden diese für die Netzwerke festgelegt. Aber ab dem 3. Jahr können Sie dann in Ihren Kollegienteams selbst auswählen, an welchen dieser Module Sie alleine weiterarbeiten wollen. Nach und nach bauen wir diese ganzen Module zu Online-Modulen aus, sodass Sie sich aussuchen können, zu welchem Zeitpunkt Sie das gemeinsam machen. Obwohl das Angebot so bunt ist, ist der Kern immer der gleiche. Und den wollen wir jetzt noch mal genauer beschreiben. In jedem Modul geht es immer wieder um die gleichen 5 Prinzipien, was guten Unterricht ausmacht. Die haben wir uns auch nicht einfach nur ausgedacht, sondern wir haben intensiv die Literatur gewälzt und intensiv diskutiert, auch mit den Landesinstituten, worauf kommt es uns wirklich an. Zu diesen 5 Prinzipien werden Sie intensiv arbeiten und wir haben auch noch separate Videos erstellt. Aber wir geben hier trotzdem mal einen kurzen Einblick. Was ist das, was der gemeinsame Kern aller Module sein wird? Das Prinzip der Durchgängigkeit, das betont, wie wichtig es ist, dass Kompetenzen langfristig über mehrere Schuljahre hinweg aufgebaut werden. Wir arbeiten daran,
dass systematischer wirklich das durchgängig Brauchbare ausgewählt wird und dass wir Materialien haben, mit denen es auch gelingt, an das, was vorher gelernt wurde, gezielter anzuknüpfen. Und das heißt natürlich auch, dass die Basiskompetenzen, die man braucht, um weiterzulernen, auch immer gründlich mit beachtet werden müssen. Das Prinzip der Verstehensorientierung zielt darauf, dass die Lernenden die Dinge nicht nur rezeptartig auswendig lernen, sondern verständig damit umgehen. Und gerade beim Lernen mathematischer Verfahren oder Formeln ist das total wichtig. Das Prinzip der Lernendenorientierung und Adaptivität macht die heterogene Schülerschaft zum Thema. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, wie wir differenzierenden Unterricht gestalten können. Ein Unterricht, der möglichst viele Lernende mitnimmt und vielen gerecht wird. Heterogen sind nämlich nicht nur die mathematischen Kompetenzen, sondern auch deren Sprache, das Lerntempo und vieles mehr. Das Prinzip der kognitiven Aktivierung ist vielleicht auch schon bereits bekannt aus den Basisdimensionen guten Unterrichts. Da steht es neben Klassenführung und konstruktiver Lernendenunterstützung. Hier im Fall von QAMAT wird die kognitive Aktivierung aus der fachdidaktischen Perspektive ausdifferenziert. Und es stellt sich also die Frage, wie kognitive Aktivitäten bezogen auf die mathematischen Inhalte angeregt und fokussiert werden können. Die Kommunikationsförderung, die hat für das Lernen von Mathematik eine riesige Bedeutung. Denn Kinder müssen kommunizieren, um voneinander und miteinander zu lernen. Und dadurch werden Verstehensprozesse angeregt. Mathematisches Denken wird gefördert und damit auch prozessbezogene Kompetenzen aufgebaut. Allerdings müssen viele Kinder und Jugendliche erst lernen, wie man kommuniziert und vor allem auch, wie man Mathematik kommuniziert. Und das sind also unsere 5 Prinzipien, mit denen wir in jedem Modul arbeiten werden. Wir wollen möglichst praxisnah an den Kerntätigkeiten der Lehrkräfte arbeiten. Daher schauen wir uns in QAMAT 5 typische Anforderungssituationen immer wieder an. Was genau wollen wir als Lernziele setzen und wie stuft man die Lernziele in Lernpfaden? Worauf achten wir, wenn wir Aufgaben und Medien auswählen und adaptieren? Wie können Lernstände und Lernprozesse diagnostiziert und beurteilt werden? Und wir arbeiten daran, wie man am besten Lernprozesse unterstützen und fördern kann. Und schließlich geht es immer wieder auch um das Moderieren von gemeinsamen Gesprächen. Für jede der Anforderungssituationen und die 5 Prinzipien gibt es Unterrichtsideen, die wir gemeinsam diskutieren und erproben. QAMAT ist ein gemeinsames Projekt, gemeinsam in mehrerlei Hinsicht. Zunächst besteht die Gemeinsamkeit darin, das Gesamtprogramm umzusetzen, bis in die einzelne Schule hinein. Dabei arbeiten wir am kohärenten Kern, den 5 QAMAT-Prinzipien. Dazu braucht es Landesverantwortliche, Landeskoordinatoren, Bezirksregierung, Schulaufsicht, Schulleitungen und viele mehr. Alle diese Personengruppen in die Kooperation zu bringen, ist eine große Herausforderung. Sie hat in QAMAT von Beginn an bemerkenswert gut funktioniert. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, Wissenschaft und Praxis zu vernetzen. In ko-konstruktiver Arbeitsweise wurden die Module entwickelt, erprobt, reflektiert und überarbeitet. So kann die Umsetzung in der Praxis auch gelingen. QAMAT ist also ein Projekt, das Wissenschaft und Praxis verbindet. Auf Seiten der Wissenschaft kooperieren 12 Universitäten miteinander. Die einzelnen Standorte bringen ihre jeweiligen Expertisen mit ein. Somit ist ein großes Spektrum an Kompetenzen vereint. Alle Standorte arbeiten aktiv in der Forschung, von der Unterrichts- über die Fortbildungs- bis hin zur Qualifizierungsebene. Ergebnisse der Forschung fließen in die Konzeptionierung und die Erstellung von Materialien ein. Die werden dann wieder in QAMAT eingesetzt. Wir hoffen, dass Sie durch diesen kurzen Überblick einen ersten Einblick gewinnen konnten. Herzlich willkommen in QAMAT.